Wir sind Basti und Svenja und ihr habt zu einer neuen Folge Neuland Stories eingeschaltet. Während es in unserer ersten Woche in Schottland ununterbrochen geregnet hat, konnten wir für diese Woche zumindest laut Wetterbericht auf gutes Wetter hoffen. Guckt euch das Wetter an. Wir sind aber auf alles vorbereitet. Wir haben ein Programm für gutes als auch schlechtes Wetter und vor allem für das Schlechtwetterprogramm freut sich einer hier ganz besonders drauf. Und aus unserer lieben Community kamen Anfragen, ob wir denn nicht mal wieder Outtakes ans Ende unserer Videos packen wollen. Und das haben wir dieses Mal gemacht. Also freut euch auf ein lustiges Ende. Abonniert unseren Kanal und lasst uns einen Daumen nach oben da, falls euch unsere Videos gefallen und ihr uns kostenlos unterstützen wollt. Es hört und hört einfach nicht auf zu regnen. Wir hatten heute Morgen, Gott sei Dank, Glück und hatten so ein 2 Stunden Fenster, wo es nicht geregnet hat und wir mit Pepper spazieren gehen konnten. Aber jetzt regnet es. Wir werden einfach von so einer riesigen Wolke verfolgt und kommen nicht raus. Wir müssen heute Wäsche waschen. Hier sind immer so Outdoor-Laundries, was das Ganze nicht besser macht. Aber ja. Fahrt nach Schottland, haben sie gesagt. It's gonna be fun, haben sie gesagt. Hoffen wir können euch bald wieder ein paar schönere Sachen und glücklichere Gesichter von uns sehen. Gerade nervt's. Was denn? Das Leben in einem Camper. Es ist nass, es regnet. Wir mussten jetzt eine Stunde durch die Gegend fahren, um eine Waschmaschine zu finden, die nicht belegt ist. Der Tag ist schon wieder fast vorbei, obwohl wir so viel machen wollten. Manchmal nervt es halt einfach und wir freuen uns so unglaublich, wenn wir mal wieder in so 4 Wänden sind und nebendran sind nochmal 4 Wände oder eine Toilette und eine Dusche. Ich will das alles nicht nebeneinander machen müssen. Wäsche ist gewaschen. So sieht's aus, wenn wir knapp 3 Wochen nicht gewaschen haben. Und jetzt kommt der Fun-Part, nämlich alles wieder zusammenzulegen und einzuräumen. Habt ihr wieder Lust, mir dabei zuzugucken? Ich weiß ja nicht. Gibt kein besseres Gefühl. So, unsere Wäsche hätten wir gewaschen und es geht direkt weiter, denn wir wollen auch noch unter eine Dusche hüpfen und ein bisschen von hier entfernt, aber auch so halbwegs auf unserem Weg, wo wir hin möchten, ist ein Fitnessstudio / Schwimmbad, wo man für, was habe ich gerade gesagt, 5 Pfund? 3 Pfund, genau, insgesamt 6 Pfund. 3 Pfund pro Person duschen kann und da wollen wir jetzt ganz schnell hin. Oder? Ganz schnell. Ganz schnell. Ganz schnell. Guckt euch das Wetter an. Wir haben Sonne. Yeah. Wir können es kaum glauben. Und da ist unsere Laune
Unsere Laune ist direkt besser. Wir haben heute nur ein Indoor-Programm geplant. Aber wir werden trotzdem wahrscheinlich viel draußen auch trotzdem sein. Trotzdem viel draußen sein und auch mit Pevi zum Spazieren gehen. Wir haben heute Morgen schon einen Spaziergang gemacht und es war einfach nur herrlich. Wir sind hier in Speyside und wir stehen hier an einer kleinen stillgelegten Tramstation, Zugstation. Und das ist direkt am Spey River und da kann man richtig schön entlang spazieren. Und wir machen uns jetzt noch ein Frühstück und dann ziehen wir los und gucken uns Destillerien an. Juhu! Darauf freut sich Basti schon, seit wir die Entscheidung getroffen haben, in UK zu fahren. So sieht's aus. Hat sich auch richtig schick gemacht heute. Mit Frisur und allem. Mhm. Was ist die erste Distillerie, die angefahren wird? Die erste Distillerie ist Glenfarclas. Und was gibt es da für einen Fact? Immer ein Fact pro Distillerie gibt es. Gut, da muss ich mich ja eigentlich vorher informieren. Spontan. Spontan Glenfarclas, soweit ich weiß, eine der vielleicht einzigen Destillerien, ich weiß es nicht, die komplett in Hand von einer einzigen Familie war. Da gab es noch nie eine andere Familie und deswegen ist sie sehr bekannt dafür. Glaube ich. Heute Whisky mit Basti. Der aber kein Experte ist. Nur gerne mag. Zu solchen Sachen können wir Peps natürlich nicht mitnehmen. Und die kleine Maus hat aber gut gelernt, für bis zu 2-3 Stunden können wir sie alleine hier lassen. Und für den Anfang kriegt sie immer was zum Kauen und das hole ich jetzt mal noch kurz. Box. Ab in die Box mit dir. Ja.
Das ist der 10 Jahre alte, der 15-Jährige. Und der ist 2010 abgefüllt worden und den kann man nur hier in der Distillerie kaufen. Der wird nirgendwo sonst verkauft. Eine Flasche von dem kostet 140 Euro. Pfund, 140 Pfund. 160. Und es wurden nur 611 Flaschen abgefüllt. Mit welchem fängst du an? Ja, mit den 10er. Aber die beiden kenne ich natürlich schon. Bei dem bin ich sehr gespannt. Du probierst aber auch, ja? Gutes Gesicht auf jeden Fall schon damals. Einfach weil es Spaß macht. Ist kein Whisky mehr drin. Vielleicht habe ich so den Taste, aber kein Alkohol. Nein, keine gute Idee. Guckt euch das für den Grinsen an. Das war ein teurer erster Distillerieaufenthalt. Leider konnten wir keine Führung machen, die sind ausgebucht bis sonst wann. Haben ein kleines Tasting bekommen und haben auch was gekauft. Ziemlich praktisch eine Fahrerin zu haben, wenn man ein paar Distillen besucht. Er wollte gerade auf der Fahrerseite einsteigen, dann habe ich gesagt, ist das nicht der falsche Platz? Mein Lieblingswhisky, die Distillerie, ist genau 5 Minuten entfernt. Kein langer Weg. Schon gut. Aber der 16-Jährige, den wir sonst haben, ist. Finde ich noch einen Tick. Soweit. Wieder fündig geworden. Dass Svenny das mit mir mitmacht.
So, 2 Destillerien haben wir. Haben wir schon ein bisschen was gekauft. Jetzt fehlt noch eine letzte und dann hat Svenny es geschafft. Nein, mir macht das auch Spaß. Das wollte ich hören. Und das spart uns eine Menge Geld. Und wir würden gar nicht hinkommen. Und Tja, so ist. So, also aus 3 macht 2. Es bleibt bei 2 Destillerien, denn die Macallan hatte leider schon geschlossen. Ist aber auch nicht so schlimm. Es wäre nur noch mal ganz schön teuer geworden. Und so sind wir natürlich auch absolut zufrieden. 2 schöne neue Whiskys gekauft, schöne Destillerien gesehen. Wir hätten gerne noch eine Führung gemacht, aber die sind alle komplett ausgebucht für die nächsten Wochen. Ich glaube, da muss man Glück haben, dass irgendwie noch jemand absagt und man dann noch mal einen freien Spot findet. Das haben wir aber nicht. Und deswegen fahren wir jetzt weiter. Und es geht zu der... Fragen wir schon? Ja, es geht zu einem Gebäude, was man nicht unbedingt in UK erwarten würde. Genau. Also, lasst euch überraschen. Guten Morgen zusammen. Morgen. Wir sind hier in der Nähe vom Balmoral Castle aufgewacht. Das ist aber gar nicht das Gebäude, was wir uns anschauen wollen, denn das ist noch ein bisschen spezieller. Ja. Da fahren wir gleich hin. Allerdings, was genau das ist und was es damit auf sich hat, das zeigen wir euch nächste Woche. Denn wir sind schon am Ende vom Vlog für diese Woche und wir hoffen, es hat euch gefallen. Falls ja, Daumen nach oben. genau. Und natürlich den Kanal abonnieren nicht vergessen, damit ihr auch nächste Woche seht, was wir besichtigen werden. Und Es ist auf jeden Fall was man nicht in Schottland unbedingt erwarten würde. ganz genau. Und dann war's das für diese Woche. Ja. Danke. Ende. Lieblingsbeschäftigung. So, Bettwäsche nicht. Endlich eine Dusche. Er hat keinen Bock, das zu filmen. Wir sind jetzt der Kaffee. Willkommen zum Kein-Bock-Vlog. Hier ist unser Sparmarkt direkt drin. Was ist das? Ein Sparmarkt. Jedes Mal, wenn ich die Kamera anmache.